Hallo Retro-Freunde und willkommen zu meinem neuen Video. Ich war mal wieder auf dem Flohmarkt unterwegs und was ich da alles gefunden habe, das möchte ich euch in diesem Video nun präsentieren. Bevor wir loslegen, solltet ihr noch kein Abonnent sein, klickt doch mal auf mein Kanallogo, abonniert den Kanal und verpasst somit kein neues Video mehr von mir. Ja Leute, was soll ich sagen? Es ist wieder Flohmarktzeit. Nachdem ich ja das letzte Mal schon mal ein Flohmarkt-Video hochgeladen habe, das verlinke ich euch auch hier nochmal, solltet ihr es noch nicht kennen, ja, war ich jetzt wieder auf 2 Flohmärkten. Ihr wisst ja, ich liebe Flohmärkte. Ich finde es immer toll, dass man ja, wohin geht, nicht weiß, was man vorfindet. Ja, manchmal geht man leer aus, manchmal findet man ganz tolle Sachen. Und was ich dieses Mal gefunden habe, das ist für mich wirklich ja, ein Nostalgie pur. Ja, ich habe mich sowas von gefreut. Und was das ist, möchte ich euch jetzt sofort vorstellen. Ja, eine kleine Hintergrundgeschichte noch. Ich sammle ja alles, was Retro, was Vintage ist, aus den 80er Jahren, also aus meiner Kindheit, wo ich aufgewachsen bin. Ja, das können Sachen sein, die ich früher mal gehabt habe, irgendwann dann verbummelt habe, verschenkt habe, ja, kaputt waren, weggeschmissen wurden. Das können Sachen sein, die ich vielleicht niemals hatte, ja, aber ja, vielleicht ein Freund von mir, ja, oder Sachen, die ich haben wollte, aber meine Eltern sie mir damals nie gekauft haben, weil es einfach zu teuer war. Ja, also ganz viele Sachen, mit denen ich halt eine Verbindung habe. Ja, und was ich euch jetzt präsentiere, das habe ich bei einem Stand gefunden. Und ich zeige es euch einfach mal, um euch nicht länger auf die Folter zu spannen. Ja, es ist ein Schlumpfspiel, das Schlumpfmagazin. Ja, weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich finde es richtig, richtig klasse. Und warum ich das so klasse finde, das zeige ich euch jetzt. Ich blende jetzt mal ein kurzes Bild ein. Und wie ihr seht, da seht ihr den kleinen Retro-Rauner auf dem Bild, der dieses Schlumpfspiel in den Händen hält, in unserer Küche, in dem Haus, wo wir früher gewohnt haben. Das Bild müsste so, ich will jetzt nicht lügen, 82, 83 vielleicht sein. Ja, also aus dem Jahr 82, 83 meine ich. Ja, da habe ich das Spiel gefunden, oder gefunden, sage ich, von meinen Eltern bekommen. Das war da mein Lieblingsspiel. Ich habe das nicht mehr aus der Hand gegeben, wie ihr ja unschwer erkennen könnt. Ja, ich habe das schon länger gesucht. Ja, gesucht ist ein bisschen zu viel gesagt. Ich wollte das immer wieder haben. Ja, ich habe das auch auf eBay dann in Beobachtung gehabt, hier und da, aber es war nicht komplett und der Zustand war nicht so gut. Und ich dachte mir, nee, irgendwann finde ich das schon mal wieder. Und was soll ich sagen? Das irgendwann war jetzt auf dem Flohmarkt. Das hat in der Wühlkiste gelegen, wo mehrere Spiele drin gelegen haben. Vorne war ein Zettelchen dran. Alles, was hier in den Kisten ist, 1 Euro. Ich habe das Spiel gesehen, dachte mir, Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Ja, hier in dem Spiel sind drin ein Würfelspiel, ein Puzzle mit 140 Teilen, einmal Schwarzer Peter, ein Kartenspiel, Zauberbilder, wo man mit dem Bleistift so auf dem Bildchen streichen konnte und da kam ein Bild zum Vorschein und ein Quartett. Ich dachte mir, naja, komm, 1 Euro, da wird mir sicher die Hälfte fehlen. Ja, mach es auf. Und als erstes kommt mir die Anleitung entgegen. Ich habe das Spielbrett von dem Spiel und ich habe hier, also ob man das jetzt sieht, ich habe hier den schwarzen Peter oder nennt sich auch schwarzer Schlumpf, glaube ich. Ja, ich habe hier das Quartett. Ich habe die Zauberbilder. Die sind allerdings alle, was heißt allerdings, die sind natürlich halt ausgemalt oder gezeichnet, hervorgehoben. Aber das macht mir überhaupt nichts. Das ist alles noch komplett. Und dann dachte ich mir, Moment, da ist ja noch ein Puzzle. Das ist halt nicht mehr dabei, aber was soll's, für 1 Euro nimmst du es mit. Habe es mir mitgenommen. Und zu Hause entferne ich dann halt einfach mal das grüne Inlay. Und was soll ich sagen? Das Puzzle mit Bild ist auch dabei. Das hat unten drin gelegen. Leute, ich habe mich so gefreut. Ja, jetzt wird jeder vielleicht sagen, ein Schlumpfspiel. Ja, wieso freut er sich denn so? Der Kerl sammelt Masters of the Universe Figuren und gibt einen Haufen Geld für irgendwelche Vintage-Figuren aus. Das hier für 1 Euro ist mir viel mehr wert als irgendeine Figur, die ich niemals hatte oder niemals wollte und nur weil sie alt ist. Ja,
Das ist so ein Nostalgie-Flash. Ich habe mich so gefreut. Ich habe mich den Tag kaum noch eingekriegt. Ja? Also das ist Wahnsinn. Der Zustand ist super. Ja, der Zustand ist super. Da ist nichts dran. Ja, und ich habe dieses Schlumpfspiel, was ich früher hatte, ja, was ich früher auf dem Foto hatte, jetzt wieder in meiner Sammlung. Ja, ich finde es einfach mega klasse. Das nächste Spiel oder der nächste Fund ist auch ein Spiel, fangen wir so rum an. Und da müssen wir noch ein bisschen weiter zurückgehen. Ja, ich blende euch jetzt nochmal ein Foto ein. Da seht ihr wieder den kleinen Retro-Rauner, der sogar noch ein bisschen jünger ist. Ja, und was ich festgestellt habe, ich habe da sogar schon eine Kappe auf, ja, wobei ich die ganze Zeit immer gesagt habe, eine Kappe steht mir nicht, eine Kappe will ich nicht, bis ich die hier jetzt gefunden habe. Und siehe da, ich habe sogar damals schon eine Kappe aufgehabt. Sehe ich da nicht cool aus? Ja, das hatte schon angedeutet, dass ich doch wahrscheinlich ein Kappenmensch bin. Ja, auf dem Bild seht ihr rechts im Regal ein Spiel liegen, ja, eine Verpackung von einem Spiel. Ja, und das ist dieser Fund hier, Dragster von MB Spiele, ja, ist aus dem Jahr 82. Ja, das Spiel haben wir früher auch gehabt. Das Foto war übrigens aus noch ein Stück vorher. Das war bevor wir in dem Haus gewohnt haben, wo ich das Schlumpfspiel gezeigt habe. Das war noch in der Wohnung, ja, ja, mehr oder weniger im gleichen Ort, ja, aber wie gesagt, da müsste ich so, ja, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war. Ja, 3, sieht man so mit 3 Jahren aus, ich weiß es gar nicht, vielleicht 4 maximal, ja, keine Ahnung, ja, auf jeden Fall, ich bin 78 geboren und 82 sind wir in das Haus gezogen, also kann es eigentlich nur, wahrscheinlich war ich 3 oder sowas, ja. Das Dragster ist auch ein sehr cooles Spiel, ja, es ist ein sehr einfaches Spiel, ich mache es mal auf, und zwar hat man da so Murmeln dabei, so kleine Rennautos und quasi, wenn man das sieht, so 2 Rennbahnen. Ja, ich habe hier so ein Gumminippel, wo ich halt die Kugel halt rollen kann. Die rollt dann hier nach vorne raus und ich muss wer am schnellsten die Autos halt quasi in die Ziellinie gefahren hat. Es ist ein sehr simples Spiel. Die Autos sind dabei, es sind 8 Autos insgesamt, die sind dabei. Die Kugel, hier war so eine Kugel dabei, da waren normalerweise 2 dabei, da ist jetzt nur eine mit drin, aber da kann man jede x-beliebige Murmel nehmen, wenn ihr noch Murmeln kennt. Ja, das Spiel habe ich bekommen für 4 Euro. Habe ich das mitgenommen. Auch das ist im super Zustand und das wollte ich auch schon die ganze Zeit haben. Habe das auf eBay in Beobachtung gehabt. Das ist immer so für 15 bis 25 Euro geht das weg. Ja, geht das wirklich weg, wird das wirklich verkauft. Und deswegen habe ich es mir nie geholt. Ja, und jetzt auf dem Flohmarkt, wer warten kann, ja, für 4 Euro mitgenommen. Ich finde es richtig klasse. Ich freue mich so dermaßen über diese beiden Spiele. Ja, wieder eine kleine, ja, Erinnerungslücke geschlossen. Ich habe die Sachen jetzt wieder hier, ich kann sie wieder anfassen, auch wenn es nicht die Spiele sind, die ich damals im Besitz hatte oder mit denen ich damals gespielt habe. Ja, also nicht das gleiche Spiel, ja, aber ich habe es wieder da und das freut mich. Ja, und an dem Tag auf dem Flohmarkt war anscheinend Brettspiele-Tag, ja, weil der nächste Fund, den ich gemacht habe, ist nochmal ein Brettspiel und ich habe alles an unterschiedlichen Ständen gefunden. Ja, also nicht alles bei einem, der nur Brettspiele verkauft hat. Nein, an unterschiedlichen Ständen. Und bei dem hier, das war eine ältere Dame. Da habe ich das Spiel gesehen, bin hingegangen, habe geguckt und da kam sie an. Er hat gesagt, oh, das Spiel ist noch vollständig und es ist richtig ein altes Spiel und so weiter. Ja, und ich dachte schon, oh je, jetzt will sie mir wahrscheinlich da von wegen rar und alt und selten kommen. Ja. Habe sie dann gefragt, was möchte sie dafür haben? Dann hat sie gesagt, komm, geben Sie mir 2 Euro und dann bin ich zufrieden. Und das habe ich sofort zugeschlagen, habe sofort gesagt, das möchte ich haben. Und zwar ist das von Norris Spiele, Dalli Dalli. Wer kennt ihn noch? Hans Rosenthal. Ich habe es früher geliebt. Ich habe es mit meinen Eltern, mit meiner Oma zusammen geguckt. Wusste gar nicht, dass es da auch ein Brettspiel von gibt. Ja, das ist jetzt auch in meiner Sammlung. Das hatten wir früher nicht gehabt. Ja, die Dame sagte dann, komm, wir gucken mal rein, da ist alles vollständig. Ich habe es überprüft und so weiter. Und tatsächlich ist es alles mit drin. Ja, sie hat sogar, es sind so Puzzle sind mit dabei. Das ist, wenn ihr es noch kennt, Dalli Click. Kennt ihr das? Ja, kennt ihr das noch? Dann schreibt es mal in die Kommentare. Ja, das heißt, man hat halt so ein
ein verdecktes Bild gehabt und da wurde immer so ein Teilchen halt umgedreht quasi und derjenige, der zuerst wusste, was für ein Motiv es ist, der hat halt auf den Buzzer gedrückt und hat das Motiv genannt. Ja, und das habe ich jetzt hier mit den Puzzeln. Der hat die Puzzle einzeln verpackt und sortiert und so weiter. Ja, hier sind noch Ratekärtchen dabei. Wenn ich mal das eine als Beispiel in die Kamera halte, hier sieht man noch einen jungen Helmut Kohl. Ja, finde ich richtig klasse und wie gesagt, für 2 Euro konnte ich da nicht Nein sagen, habe das gute Dalli Dalli mitgenommen. Wie gesagt, ich sammle alles, womit ich was in Verbindung bringen kann von damals. Ja, das Spiel habe ich nicht gehabt, aber Dalli Dalli habe ich geliebt. Ja, und von daher war das von mir eine Herzensentscheidung, halt dieses Spiel halt auch mitzunehmen und jetzt auch Dalli Dalli in der Sammlung zu haben. Dann der nächste Fund ist nochmal ein Spiel, nochmal für 1 Euro mitgenommen, auch wieder bei einem älteren Pärchen, bei einem älteren Ehepaar. Die haben das ja, auf dem Tisch liegen gehabt. Die haben jeden einzelnen Artikel auf dem Flohmarkt halt auf ihrem Tisch mit einem Preisschildchen versehen. Sieht man auch nicht alle Tage, ich zumindest nicht. Und dachte mir, für 1 Euro kann man das mitnehmen. Ja, und zwar ist das ein Original Kniffel, die Reiseedition, also ein Reisekniffel. Das ist jetzt nicht alt. Ja, das hat schon die neue Postleitzahl drauf. Ja, also es wird, keine Ahnung, vielleicht irgendwann 90er sein oder sogar noch später. Aber ich fand es super cool. Ja, hier ist so eine Reisebox dabei. Das heißt, ich habe hier den Würfelbecher. Wenn ich das halt abziehe, habe ich hier den Würfelbecher. Ja, ich kann das Spiel dann aufklappen, habe dann hier die Würfel drin, habe Bleistifte, habe den Original Kniffelblock drin. Ja, und Kniffel spielen wir eigentlich sehr gerne, immer mal wieder. Und wir haben immer da irgendwo einen Würfelbecher und die Blätter einzeln rumliegen. Ja, und jetzt haben wir halt das alles kompakt in so einem Köfferchen quasi drin. Und wie gesagt, für 1 Euro mitgenommen. Was ich noch gefunden habe, ist diesmal jetzt kein Spiel, ja, aber ein Puzzle. Und ich liebe diese Mini-Puzzle. Und diesmal mitgenommen von Schmidt Spiele, einmal von Disney die Minimaus. Ein Mini-Puzzle mit der Minimaus. Ja, das ist auch von Anfang der 80er, müsste das sein. Ich weiß gar nicht, ob hier ein Jahr drauf steht. Ich glaube nicht. Alte Postleitzahl 8057 Eching, West Germany. Ja, das Puzzle ist komplett, habe ich schon ausprobiert. Und auch 1 Euro wollte da jemand für haben. Auch da konnte ich nicht Nein sagen. Diese Mini-Puzzle finde ich richtig toll. Und der Zustand ist super, die Verpackung. Da ist nichts eingerissen, nichts abgewetzt oder sowas. Ja, für 1 Euro habe ich mitgenommen. Ja, was habe ich dann noch gefunden? Dann war ich auf dem zweiten Flohmarkt. Ja, und da habe ich auch ein richtig cooles Schnäppchen gemacht. Denn ich zeige es mal hoch. Ein Benjamin Blümchen Kassettenkoffer. Ja, wie ihr wisst, oder wie ihr wahrscheinlich wissen solltet, ja, wenn nicht, müsst ihr das nachholen, indem ihr meine anderen Videos schaut. Ich liebe Benjamin Blümchen, ich liebe Hörspiele. Ich habe Benjamin Blümchen früher die ersten knapp 50 Folgen, meine ich. Ja. Ich glaube, die 50 habe ich nicht gehabt, aber 47 war, glaube ich, Benjamin als Gärtner. Das war die letzte, glaube ich, die ich hatte. Alles auf Kassette gehabt, größtenteils mit wenigen Lücken dazwischen. Und die höre ich auch heutzutage immer noch gerne mit der Originalmusik, aber nicht mit dieser neumodischen Musik. Ja, und jemand hatte diesen Kassettenkoffer hier angeboten. Ja, ich dachte mir schon, der hat auch der hat Comics und so weiter da liegen gehabt, ja, auch ältere. Und ich dachte mir, komm, jetzt will der da 15, 20, keine Ahnung wie viel Euro für diesen Kassettenkoffer haben. Der ist von 1989. Ja, das Inlay ist nicht mehr mit drin, also diese Halterung für die Kassetten ist nicht mehr mit drin. Ja, aber ich habe ihn dann gefragt, was er haben wollte. Und hat, glaube ich, gesagt, 5 Euro hat er gesagt. Und nachher habe ich ihn dann für 3 Euro mitgenommen. Ja, konnte ich nichts sagen. Ja, also wie gesagt, für 3 Euro nehme ich den natürlich gerne mit. Auch wenn es der Benjamin Blümchen ist, der schon keine Stoßzähne mehr hat. Ja, also ich verbinde das immer so bei mir. Benjamin Blümchen muss Stoßzähne haben, dann ist es mein Alter. Also sprich halt, dann sind das die Folgen, die Sachen, die ich mit Benjamin Blümchen in Verbindung bringe. Die alten Kassetten, da hatte er Stoßzähne. Ja, irgendwann haben sie das ja geändert, dann haben sie es mehr kindlicher gemacht, mehr vermenschlicht. Ja. Das ist jetzt, wie gesagt, hart an der Grenze, aber wie gesagt, der Koffer ist von, ja, nochmal 88, 89, also genau noch in der Zeit. Und dachte mir hier, für 4 Euro, für 3 Euro kann ich den ohne Probleme mitnehmen.
Ja, und was soll ich sagen? Schreibt es mal in die Kommentare. Hättet ihr den auch mitgenommen? Oder sagt ihr, nee, wenn das Inlay nicht drin ist, dann nicht? Oder seid ihr vielleicht genauso wie ich und sagt, oh Gott, wenn der keine Stoßzähne hat, dann ist es nicht für mich Benjamin Blümchen. Kann ja alles sein, interessiert mich, schreibt es in die Kommentare. Ja, an demselben, nee Quatsch, ein Stand weiter, war auch nochmal jemand mit Comics. Und dann habe ich bei Comics zugeschlagen. Und ich zeige euch einmal kurz, was ich mir geholt habe. Ich habe hier einen Tarzan-Comic, ja, so ein Comic-Band, ja, geholt von eHarper. So ein ja, fester Einband, finde ich richtig cool. Und einmal ein Superman-Heft. Superman präsentiert Aquaman. Ja, von 1980 ist das hier zum Beispiel. Hier hinten drauf sieht man auf der Rückseite zum Beispiel noch die alten Krieg der Sterne-Hefte, die sie auch rausgebracht haben. Ja, beides im tollen Zustand, ja, keine Eselsohren, nicht großartig vergilbt, kein Muff, also es riecht nicht. Es riecht halt nach Papier, nach altem Papier, ja, aber jetzt nicht nach Qualm oder nach Keller oder irgendwie sowas. Ja, und ich habe pro Heftchen 1 Euro bezahlt und dachte mir, hier komm, die muss ich nicht komplett haben. Ich nehme immer mal diese Comics mit, wenn ich sie irgendwo finde, wenn sie im guten Zustand sind. Ich lese sie, ja, ich lege sie mir dann auch in meine Comicsammlung, aber ich bin weit davon entfernt, hier irgendwie so ein Fullset oder irgendwas zu bekommen. Ich finde die für zwischendurch richtig cool. Wir haben früher auch einiges gehabt davon. Ja, ich habe auch früher so ein Tarzan-Heft gehabt. Ja, und von daher war das auch für mich jetzt wieder hier, den nimmst du für 1 Euro mit. Ja, wie gesagt, ich muss es nicht komplett haben. Ja, da reicht der Platz dann auch nicht. Ja, wenn ich halt von allen Comics, die ich irgendwann mal hatte, wirklich ein Komplettset haben möchte. So ein paar jeweils reicht mir vollkommen und eventuell, wenn ich sie gelesen habe, irgendwann wandern die vielleicht auch wieder in den Bücherschrank oder ich verschenke sie weiter und so weiter. Ja, das wird sich dann sehen. Die beiden hier lese ich und ja, bleiben dann erstmal so in meiner Sammlung. Ja Leute, das soll es gewesen sein. Das waren meine Flohmarktfunde quasi vom letzten Wochenende. Ja, was sagt ihr dazu? Schreibt es mir in die Kommentare. Hättet ihr die Sachen auch mitgenommen? Hättet ihr die Sachen stehen lassen? Wäre es euch zu teuer gewesen? Oder was auch immer. Es interessiert mich. Schreibt es in die Kommentare. Ansonsten, wie immer, ich freue mich über jedes Like. Ich freue mich über jeden Kommentar. Ich beantworte jeden Kommentar. Manchmal dauert es ein bisschen länger. Liegt halt einfach daran, dass ich auch, ja, wie soll ich sagen, auf der Arbeit bin, ja, und das hier ja mein Hobby ist, ja, also ich beantworte jeden Kommentar, habt Geduld, ich beantworte jede E-Mail, ja, genauso bin ich auf Facebook und auf Instagram zu sehen oder bin dort vertreten, ja, auch da könnt ihr mal reingucken, seht ihr unten in der Videobeschreibung, ja, wenn ihr kein Abonnent seid, noch nicht und euch das Video gefallen hat, lasst ein Abo da, ja, auch das freut mich, das ist eine Bestätigung für mich, dass mir halt, ja, dass euch der Content gefällt, dass ihr Spaß daran habt, mir zuzusehen. Ja, wenn ihr Vorschläge habt, was man denn noch so, ja, drehen kann, was ihr gerne mal sehen wollen würdet, ja, auch das, schreibt es in die Kommentare. Ja, ich bin immer gerne im Austausch mit euch und würde sagen, in diesem Sinne, gehabt euch wohl, habt noch einen schönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Video. Euer Retro Raune.